Modern Talking. Einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders. Modern Talking. Willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier beim offiziellen Thomas Anders Podcast Modern Talking einfach anders. Und heute haben wir eine ganz besondere Episode für euch vorbereitet. Ja, auch wenn wir jetzt quasi euch immer ein bisschen warten lassen und euch auf die Folter spannen, haben wir heute einen Special Guest dabei, denn es gibt etwas zu feiern. Aber bevor wir zu diesem Special Guest kommen und zu dem Grund, weil eigentlich gibt es ja viele Gründe, die zu feiern sich lohnt, denn lieber Thomas, herzlichen Glückwunsch. Du bist ja auch schon mit dem nächsten Album hier wieder super in die Albumcharts eingestiegen. Habe ich das richtig gesehen? War das nicht sogar irgendwie so ganz oben jetzt? Das war eine 4 in den Verkaufscharts und in den Popcharts. Es gibt ja mittlerweile mehrere Charts. War es Platz 1, tatsächlich. Platz 1, habe ich das doch richtig gesehen. Ja, ich bin damit immer so vorsichtig, ne? Aber Platz 1, das ist schon mega geil. Sag mal, hättest du denn also ich meine, du weißt, dass du ein geiler Typ bist und dass du super bist, das haben wir ja schon oft genug geklärt. Erzählst du mir oft genug. Ja. Sonst würde ich es gar nicht glauben. Komm. Aber du hast damit im Leben nicht gerechnet, oder? Jetzt mal ohne Flachs. Nee, habe ich wirklich nicht. Also ich hatte mit Christian viele Diskussionen über dieses Projekt. Ich finde das Projekt geil. Ja, das ging jetzt nicht um die Tatsache von dem Thomas Anders Sings Modern Talking. Aber ich habe gedacht, oder ich sagte zu Christian, glaubst du, dass halt eben wirklich so viele Fans das dann wieder kaufen? Und weil man wird ja immer nach den Chartpositionen gemessen. Ich meine, wäre ich jetzt Platz 50 in den Charts, würde ich das Projekt immer noch geil finden, aber die Medien würden es anders beurteilen. Entschuldigung. Und da war es für mich einfach, das war für mich auch schwierig. Also wirklich, und ich habe dann ganz Christian vertraut und habe einfach gesagt, okay, ich zieh das durch. Natürlich muss man auch wissen, es ist immer mein Gesicht, ja. Es ist nicht dann, wo in den Medien steht, der Produzent hatte eine falsche Idee, sondern der Thomas Anders hat sich mal richtig doll auf den Bauch gelegt und hatte einen Platscher und sowas. Aber nein, wir reden jetzt einfach zu viel drumherum. Es ist einfach erfolgreich und wir merken auch schon bei der Tournee, dass dann eben auch die Ticketverkäufe auch schon super laufen und die Kampagne fängt ja erst an. Ich meine, wir haben noch bis Ende März noch einiges und noch an Zeit und wir haben jetzt schon hervorragende Verkäufe für die Tour und ich kann jedem wirklich nur sagen, es wird, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Tour mit einem tollen Programm. Episch wird das hier. Episch? Wer sagt denn sowas immer? Ich würde ja so eine Person, könnte ich jetzt nennen, aber das bleibt unter uns. Ja, also herzlichen Glückwunsch dazu und ich muss dir natürlich von ganzem Herzen auch gratulieren zum 25-jährigen Jubiläum mit deiner Frau Claudia, denn letzte Woche, wir haben es ja auch auf Social Media gesehen, das ist ja ein bisschen was gepostet worden, habt ihr silberne Hochzeit gefeiert, also herzlichen Glückwunsch, lieber Thomas. Dankeschön, lieber Kunzilein. Wie lange hast du denn noch? Ich habe noch ein bisschen. Du weißt ja, ich bin etwas jünger. Ich bin ja viel jünger als du. Das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen. Jahrzehnte jünger. Man sieht es dir nicht an, aber es ist nun mal so. Es steht im Pass. Ja. Das Übliche, ja, das wissen wir ja mit uns beiden. Also wie viele Jahre habe ich noch? Ich habe noch 7 Jahre, glaube ich, bis ich 7 oder 8 Jahre. Ich sag dir, das vergeht schnell. Ja, ich sag so dir, das ist es ja auch nicht mehr. Das vergeht schnell. Ja. Also ich weiß auch nicht, wo die letzten 25 Jahre hin sind. Aber die großartige, die Frau, die es geschafft hat, 25 Jahre, diesen Mann, ich will nicht sagen ertragen, sondern aufzubauen, ihm Halt zu geben, ihn immer wieder zu motivieren und für ihn da zu sein und ihn zu lieben. Das ist Claudia Weidung-Anders, die heute unser Stargast mit im Podcast ist. Liebe Claudia, auch von mir herzlichen Glückwunsch. Trommelwirbel. Mein lieber Kunzilein, ich freue mich so, dass du mir so einen tollen roten Teppich hier bereitest. Und ich freue mich vor allen Dingen mal wieder dabei zu sein.
Vielen, vielen Dank für die nette, ja, Mehr geht nicht. Mehr Er geht macht nicht. ja alle Preise kaputt, das Arsch. Weia, das ist das baut vor allen Dingen für mich jetzt, für die nächsten 25 Jahre natürlich enorm Druck auf. Ja, aber du siehst ja, ich meine, dein Mann behauptet ja selbst immer, ne, er sagt, mit dem Älterwerden wird alles besser. Also er fühlt es auch so, wo er sagt, wir haben uns ein paar Mal auch drüber unterhalten, wie ist das eigentlich so mit der Stimme, so mit Warmsingen und so Sachen. Da sagt Thomas ja auch immer, mit dem Alter wird meine Stimme irgendwie immer besser. Ne? Hast du ja mal gesagt zu mir. Ja, sie wird wärmer. Sie wird natürlich die Erfahrung, habe ich auch gesagt, spielt eine große Rolle, wie man mit der Stimme umgeht. Das ist natürlich ein Punkt, das müssen wir nicht schönreden. Das wird doch irgendwann kippen. Also irgendwann sind dann die Stimmbänder nicht mehr so flexibel. Aber das ist unterschiedlich. Es gibt halt eben Menschen, die können mit Ende 70, 80 auch noch super intonieren, kriegen das hin. Bei anderen hört es schon mit 70 auf. Ich habe die große Hoffnung, dass es halt eben bei mir, weil ich nie geraucht habe, dass das noch lange funktioniert. Aber darüber reden wir jetzt ja nicht. Wir reden doch vielleicht mal über 25 Jahre Ehe und nicht, ob ich noch singen kann. Aber das war jetzt kein schlechter Einstieg. Ne? Dinge, die nicht mehr funktionieren. Bei manchen funktionieren sie von vornherein nicht. Bei euch hat es ja jetzt bis 25 Jahre schon geklappt bis heute. Und das ist ja auch schon eine sehr lange Zeit. Und liebe Claudia, das ist ja vor allen Dingen, also ich glaube nicht, dass es für Thomas eine große Umstellung war, sondern das war ja für dich ein Riesenschritt, dass du so einen Mann heiratest, der extrem in der Öffentlichkeit steht. Das war ja für dich eine ganz andere Welt. Wie war das damals für dich? Also erstmal Hallo zusammen, erstmal an die ganzen Hörer da draußen. Ich freue mich. Und Hörerinnen, genau. Und Kunzilein, es ist für mich eigentlich schon sehr normal geworden. Deshalb muss ich tatsächlich immer dann auch wirklich zurückblicken und in die alten Kisten gehen sozusagen, auch in meinem Kopf, in meinen Schubladen kramen, wie das damals für mich war, weil ehrlicherweise vor 29 Jahren war ich tatsächlich branchenfremd, ja, aber aus heutiger Sicht möchte ich sagen, war ich froh, dass ich nicht wusste, was alles auf mich zukam. Aber es hat mich sonst stark wenn gemacht. du das vorher gewusst hättest. Ja, also ich glaube, mit den Jahren wächst man ja in gewisse Dinge und eben auch in diesem Beruf. Und was toll ist, wir haben uns nicht kleinkriegen lassen oder beziehungsweise es waren natürlich Höhen und Tiefen dabei, auch manchmal ganz schön große Berge, die zu erklimmen waren, aber wenn die dann erklommen wurden oder verdaut wurden oder erreicht wurden, macht es einen natürlich auch wieder ein bisschen stärker. Und also eigentlich würde ich sagen, waren die letzten 29 oder 25 Jahren nie langweilig und auch sehr, sehr lustig unterwegs. Man sieht ja oftmals auch, ob das jetzt irgendwo in den Magazinen ist oder wenn es Berichte gibt oder auf Social Media, sieht man ja oftmals die Partner von den Stars immer strahlend. Man sieht immer nur alles, wie toll alles ist, ja. Gut, dann gibt's natürlich auch welche so Skandalmenschen, da gehört ihr ja Gott sei Dank nicht dazu. Aber was ja keiner sieht, ist ja auch das, was hinter den Kulissen passiert. Was hält so eine Familie zusammen? Was bedeutet das, diesen Alltag auch zusammen zu meistern? Und wie du schon sagst, es war ja nicht immer nur rosig. Es gab ja mit Sicherheit auch Zeiten, wo das nicht so gut lief. Thomas hat letztens auch in einem Interview mal gesagt oder in einer Talkshow, dass er auch so eine Art Burnout erlebt hat für ihn, dass das auch eine Krisenzeit war. Wie hast du das erlebt oder wie hast du deine Aufgabe gesehen, dann auch in Zeiten, wo es mal nicht so gut lief? Also ich habe Thomas 1996 kennengelernt
Und von einem Burnout, würde ich sagen, war damals nicht zu spüren. Also ehrlicherweise ist Thomas heute der gleiche wie damals, nämlich in sich ruhend. Also ich muss sagen, das war damals schon, also es wurde sehr publiziert, dass es Burnout, ich habe es ja auch gesagt, es war wahrscheinlich eine Art von Burnout oder man würde es heute als Burnout diagnostizieren. Das war im Grunde direkt nach dem ersten Mal Modern Talking. Das erste Mal Modern Talking war 87 zu Ende, ja, das muss man ja auch so sehen. Und das war die Zeit, als ich Claudia kennenlernte, war das schon lange vorbei, weil ich halt eben viel mehr meine Mitte gefunden hatte. Aber du warst gerade am Erzählen, dann weißt du noch? Hast du noch? Naja, das war das, was Thomas sagt, er war ja nach dem Bruch von Modern Talking ja auch einige Zeit in Amerika und vielleicht hat das Thema Esoterik ihm damals, damit hattest du dich ja damals vor meiner Zeit doch sehr beschäftigt, einfach auch geholfen, die innere Mitte zu finden. Was für mich einfach damals mit das Interessanteste ausgemacht hat, war nicht, dass Thomas Anders, der Künstler Thomas Anders, da jetzt der Star saß, sondern da saß ein Mann, der einfach so unglaublich in sich geruht hat. Er war so, also sowas hatte ich damals als junge Frau. Wie alt war ich denn da? 24? Ich weiß, sowas habe ich vorher nicht kennengelernt. Ich habe jetzt auch ehrlicherweise gedacht oder ihn anders eingeschätzt, dass er wahnsinnig abgehoben ist oder irgendwie abgedreht oder diese so. Typischen Klischees. Ja, alle Klischees. Denken ja alle über ihn. So denken sie ja alle. Genau. Also ich komme von Haus aus einem Handwerksunternehmen und da wurde auch, wie soll ich sagen, so ganz im klassischen Rollenmodell natürlich auf eine gute Ausbildung geachtet. Aber die Frau, ist ein bisschen so das, was ich wahrscheinlich heute auch lebe, ist das, was meine Mutter und mein Vater im Grunde genommen auf den Weg gebracht haben, nämlich den Partner zu unterstützen. Aber damals war noch gar nicht eigentlich die Idee. Die Idee, damals war ich selber noch in meinem Beruf. Ich war Geschäftsleitungsassistentin eben in der Baubranche. Also es war ein Hersteller von Fliesenschienen. Also ganz, ganz anderes Feld. Und für mich war einfach, da saß ein Mensch nochmal, Thomas Anders, man kannte ihn von den 80ern und natürlich habe ich Modern Talking gehört. Ich habe tatsächlich zu den Mädels gehört, die einen haben Depeche Mode gehört, ich habe Modern Talking gehört. Also das zeigt, dass sie Geschmack hat. Und genau, ich fand Thomas Anders natürlich immer wahnsinnig attraktiv und toll, aber ich war jetzt schon erstmal abwartend. Aber das, was ich da erlebt habe, an Souveränität und innerer Ruhe, ich sag's nochmal, Thomas ist heute der gleiche Typ wie damals. Für mich war das nur komplett neu, weil ich jung war und weil ich eben ganz andere Klischees im Kopf hatte. Und das fand ich extrem reizvoll, weil offensichtlich dieser Mann genau wusste, was er wollte. Und das fand ich extrem cool. Ja, das finden Frauen sexy. Das habe ich schon mal von einer gehört, die gesagt hat, ich habe da einen kennengelernt, der wusste ganz genau, was er wollte und das hat mich beeindruckt. Also es ist ja generell, dass solche Menschen, Männer wie Frauen, die einfach genau wissen, was sie wollen, dass die einen beeindrucken, weil man oftmals selbst eher so, also ich bin auch jemand, der immer so der Zweifler war, ja, der gar nicht so dieses Selbstverständnis hatte. Thomas hat ja auch mal gesagt, für ihn war klar, er will singen. Er wird Sänger. Ich muss auf die Bühne. Es war ihm ja schon als Kind klar. Das bewundere ich ja total, wenn Leute ganz genau wissen, was sie wollen, wo sie hinwollen. Und das hat er ja auch durchgezogen. Jetzt mit dieser Heirat ist es ja also für dich dann auch, da hat sich ja viel verändert. Du sagst, du warst in diesem elterlichen Betrieb, hast ein bisschen was mitbekommen. Jetzt ging es ins Showbiz. Wie habt ihr euch denn da gefunden? Wie habt ihr euch denn da aufgeteilt? Also du musst doch da erstmal reinwachsen. Oder hat er gesagt, so, ich habe jetzt den Auftritt, du musst da jetzt mit. Also ich muss mal klarstellen, ich war nie im elterlichen Betrieb, sondern ich war klassisch nach dem Gymnasium erstmal auf einer Handelsschule, habe großen Außenhandelskauffrau gelernt, danach noch eine Fremdsprachenkorrespondentin in Englisch, Französisch und Spanisch drangehangen und dann kam eben in einer Gründung, also heute würde man sagen Start-up,
in der Baubranche eben in einem Betrieb gearbeitet, 6 Jahre lang. Und das war tatsächlich eine ganz andere Welt. Mit der Heirat, also ich muss sagen, wir waren 4 Jahre zusammen, bis wir geheiratet haben. Und da waren vereinzelt Auftritte dabei, eine Radiomoderation. Und irgendwann kam der Punkt, als man Thomas Anders, da waren wir in Los Angeles, dringend gesucht hat für Thomas Gottschalk, es soll Modern Talking wieder zusammenkommen. Und da waren wir, wie lange waren wir da zusammen? Schon einige Zeit. Ich schrie Hurra. Und Thomas schrie, du hast keine Ahnung, worauf Ich wir schrie, uns na da einlassen. Und ich dachte erstmal nur, super geil. Also ich muss sagen, für mich gab's da überhaupt kein Wenn oder Aber. Und es kam einfach der Punkt, ich habe Thomas dann irgendwann immer nachts schon die Buchhaltung gemacht. Also ich war quasi immer schon die rechte Hand und war tagsüber in meinem Job. Und irgendwann kam eben der Punkt, wo mich dann Lieferanten oder auch Kunden angesprochen haben, wir haben sie in der Bunten gesehen, wir haben sie in der Gala oder mal im Fernsehen gesehen. Und das war dann so eine Gratwanderung, ja. Also mein Urlaub war dann irgendwann auch aufgebraucht. Wir mussten durften über den Red Carpet laufen. Ich brauchte auch immer mehr Abendkleider anstelle von den Businesskleidern. Also ich bin da so reingewachsen. Irgendwann habe ich nur gesagt, wir brauchen jetzt jemanden, der uns im Büro unterstützt oder der dich unterstützt, weil ich muss jetzt schauen, gehe ich jetzt meinen Karriereweg in der Firma, in diesem Startup-Unternehmen weiter und fokussiere mich dort oder ich mache jetzt quasi dein Backoffice. Und das kam also von mir selbst und nicht von Thomas, weil er hätte sich nie getraut zu fragen, weil ich damals sehr zufrieden war in meinem Job. Ja, weil ich das auch überhaupt nicht ich hätte mir das überhaupt nicht rausgenommen, zu sagen, fängt es bei mir an, weil ich hätte sie aus ihrem Job, den sie wirklich absolut mochte und den sie auch toll ausgefüllt hat, hätte ich sie zu mir genommen und man hätte irgendwie nach ein paar Monaten gemerkt, das klappt ja doch nicht so. Also man hat ja dann eine gewisse Verantwortung. Deshalb musste es von ihr kommen. Und dann hat sie mich halt eben gefragt und hat gesagt, wie ist das denn eigentlich, warum fragst du mich nicht, ob ich den Job Weil die mache? Arbeit wurde in dem Sinne immer mehr, meine Nächte immer kürzer. Verstehst du? Deshalb. Und tagsüber musste ich auch wieder performen und dann irgendwann wollte ich auch meinem damaligen Chef gerecht werden und auch meinen Arbeitskollegen, die wirklich vieles mitgetragen haben, eine Zeit lang auch. Und dann irgendwann musst du einfach auch straight bleiben und dann eine Entscheidung treffen. Und und von da an oder seitdem bin ich eigentlich das Backoffice von Thomas und haben mit ihm zusammen eigentlich unsere ganzen Managements und Satelliten aufgebaut, wie sie da heute stehen. Aber genau, pass auf, jetzt kommen wir zu einem Punkt und jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ob es jetzt, also es ist ja jetzt in der Bunten, ist ja die Geschichte drin, Entschuldigung, dass ich sagte, für Claudia war es ja insoweit, wie soll ich sagen, es ist für mich außergewöhnlich, weil mein Lebenstraum war es immer, in der Showbranche zu sein und auf der Bühne zu stehen und zu singen und zu veröffentlichen. Claudia war aber eigentlich 24 Jahre immer Konsumentin. Die hatte nichts mit Showbranche zu tun. Naja, aber ich hatte immer mit Business zu tun. Ja, aber Business habe ich mir schon meine Nische ja bei dir gesucht. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber du hast es dir aber bis 24 nicht überlegt, mit einem Promi über einen roten Teppich zu laufen. Ich habe mir überhaupt nichts überlegt. Ich habe mir ehrlicherweise gar nichts ich habe einfach gemacht. So. Weil es sich gut anfühlte, bin ich da einfach zwangsläufig reingerutscht und ich bin ein sehr verantwortungsbewusster Mensch und ich dachte, der Papierkram muss ja nun erledigt werden. Aber das klingt ja auch alles sehr, sehr, sehr freiwillig, dass das gewachsen ist, weil man natürlich ja immer wieder hört, man hört ja immer wieder, dass dann welche quasi, ich konnte meine Karriere ja nicht vollenden, ich konnte mich nicht ausleben, ich konnte eben nicht mein Ding machen, weil ich mich geopfert habe für meinen Ehemann. Das hört man ja oft und deshalb finde ich den Ansatz vom Thomas auch gut, dass er sagt, ich habe das nie erwartet, weil das war ja dann deine Entscheidung. Ja? Also hast du das Gefühl, dass du jetzt dadurch was verpasst hast? Überhaupt gar nicht. Also ja, die Entwicklung vom Fliesenschienen.
Da schmunzelt er heute noch. Ihr habt ja keine Ahnung, was das in der Baubranche auch für ein Business ist. Oder mit den Bauchprofilen. Aber das ist ein anderes ich habe Thema. eine sehr gute Bekannte, die auch so, die hat So so, nämlich. ich weiß das, die erzählt mir immer davon, da geht's wirklich voll ab in diesem Fliesenbusiness. Also da kann ich zufälligerweise wirklich mitreden. Jedes Hotelbad wird von mir bis heute auf Fliesenschienen untersucht. Ja, die richtige Abschlusskante. Das geht auch nie mehr aus mir raus. Ja, dann sagt Leute immer, wenn wir irgendwo so bei uns im Hotel sind oder sowas und gehen so, oh. Die ist von Proline. Ja, und da hat das nicht gut gearbeitet, das sehe ich sofort. Ja, da lacht ihr zwei. Nein, es ist so, was ich sagen muss, ich habe in all den Jahren auch trotzdem immer mein eigenes Ding gemacht. Ich habe mal ein Buch veröffentlicht, ich habe 7 Jahre lang eine eigene Company gehabt für Premium-Produkte und Premium-Futter für Hunde und da hat mich Thomas auch immer drin unterstützt. Also ich konnte mich auch trotzdem ausleben in eigenen Projekten, auch jetzt. Also ich mache immer eigene Projekte. Das war Thomas oder ist Thomas auch extrem wichtig, dass ich autark auch bleibe und mich jetzt nicht nur auch über Thomas Anders definiere. Das will ich nämlich auch überhaupt gar nicht. Aber nochmal, ich glaube, dass ich wahrscheinlich dieses klassische Rollenmodell von meinen Eltern vorgelebt bekommen habe, was sich hier gerade wiederholt, wenn wir das nochmal das Thema Silberhochzeit aufnehmen, weil es ist tatsächlich so, dass ich, ohne altmodisch zu sein, daran glaube, ich halte mich schon für stark. Ich würde jetzt mich nicht als Alpha-Tier bezeichnen, aber ich bin eine sanfte Kämpferin, das schon. Aber ich glaube schon, dass wir ein solches Dream-Team geworden sind, weil ich genau weiß, okay, da ist mein Bereich, da ist Thomas' Bereich. Und ich habe mich ja auch immer nur ab und zu gezeigt. Oder ich zeige mich so, ich versuche mich immer in die Fans rein zu versetzen. Wie viel Ehefrau möchte ich überhaupt sehen von dem Künstler? Eigentlich möchte ich doch nur, dass der Künstler glücklich ist. Und er soll sich ab und zu mal zeigen mit seiner Partnerin und seiner Familie und dann bitte Rückzug. Und so versuche ich das auch zu leben und so fühle ich mich auch wohl, weil ich bin nicht die Rampensau. Im Gegenteil, also wenn ich diese Interviews oder Fotostrecken mal mache, natürlich finde ich die Kleider toll und alles, aber danach, sage ich dir, wandere ich sofort in die Dusche, wasche mir sofort alles ab. Ich meine, wer mich kennt, der weiß, ich bin meistens natürlich unterwegs. Eine Bluse, Stimmt. Jeans, ein paar Loafer drunter, aus. Zopf hinten. Very classy, das schon, aber ich bin überhaupt keine Püppi und ich lieb's total, was gerockt zu haben und am liebsten natürlich zusammen mit meinem Mann. Da geht mir innerlich einer flitzen. Stimmt das eigentlich? Stimmt das eigentlich, dass irgendwo mal du mit deinen Freundinnen oder mit deinen Eltern irgendwo in einem Hotel gesessen hast oder in der Lobby und da ist Thomas Anders irgendwie vorbeigelaufen oder war in der Nähe, dass du damals schon gesagt hast, den schnapp ich mir irgendwann. Stimmt das oder ist das So nur ein Quatsch. Gerücht? Das ist ein Gerücht. Das ist ein Gerücht. Ach, so ein Käse. Da bin ich ja froh, dass wir damit aufräumen können, weil das hat irgendwo in irgendeinem Magazin oder so, irgendwo wurde das mal abgedruckt. Das ist ja auch Klischee. Ach Quatsch. Ich war im Gegenteil, ich war ja gar nicht frei damals. Thomas musste ja richtig ackern. Ach, der Thomas hat richtig dich einem ackern. anderen ausgespannt. Ich muss das erste Mal im Sowas. Leben arbeiten. Nein. Also er hat sich wirklich so bemüht und so Gentleman mir auch Zeit gegeben, weil ich bin damals mit 4 Freundinnen in der Koblenzer Brasserie Faustus unterwegs gewesen und ganz ehrlich, ich war in allem Möglichen, aber überhaupt nicht in Heute Abend lernst du Thomas Anders kennen. Ich wusste nicht mal, dass er da saß. Also im Gegenteil, es kamen ja seine Freunde vom Tisch zu mir, ohne dass er es wusste und haben mich auf ihn aufmerksam gemacht und auch der Wirt nochmal. Und also ich war wirklich in einem ganz anderen Kino und wir waren ganz süß und harmlos. Das erste halbe Jahr, wir haben Stunden telefoniert. Ich bin ins Lager verschwunden. Mein heutiger Chef, wenn er den Podcast hört, bitte verzeihen Sie mir, lieber Chef. Ich bin in die Blister verschwunden im Lager und habe Fliesenschienen, Eckprofile gezählt und am Ohr
Thomas Anders. Also wenn man das jetzt jemandem erzählt hätte, der würde wirklich schmunzeln, wenn er da jetzt Kopfkino hat, wie ich da in den Kartons liege und Thomas Anders am Ohr habe. Zwischen Fliesenschienen. Du hast zwischen Fliesenschienen und Kartons gelegen? Das ist eine ganz andere Anmutung. Jetzt hast du dich ja dazu entschieden, Claudia, zu sagen, okay, ich kümmere mich um meinen Mann. Ich bin also eher Traditionalist. Ja, ich mache das Backoffice, ich arbeite für ihn und da hat sich ja in den letzten Jahren auch viel getan. Es ist eben nicht nur, dass man sich quasi drum kümmern muss, was hat er für Auftritte, für Termine. Da sind ja ganz viele Dinge dazugekommen. Also was gehört denn da mittlerweile auch zu deinen Aufgaben, was jetzt irgendwie früher nicht so der Fall ist oder was gewachsen ist? Naja, vielleicht kann ich einfach mal die Struktur erzählen, wie das bei uns eigentlich läuft. Wir haben tatsächlich mehrere Managements. Wir haben ein Management für Inlandbooking, ein Management für Auslandbooking, Tourneebooking. Dann haben wir ein Pressemanagement, dann verkaufen wir Gewürze, wir verkaufen Wein und wir haben einen Podcast. Kochbuch hin und wieder auch. Kochbücher haben wir auch. Also wir sind, ich würde sagen, ein extrem aktives Paar. Und da kommen eben so Aufgaben, all diese Vorgänge in diesen Strukturen laufen alle bei uns über den Schreibtisch, entweder bei Thomas oder bei mir. Und dazu gehört natürlich auch eine saubere Buchhaltung. Wir haben mittlerweile auch da Mitarbeiter, beziehungsweise wir haben mittlerweile einige Angestellte im Hintergrund, die uns zuarbeiten, beziehungsweise wo wir Dinge natürlich abdelegieren. Aber in der Regel geht bei Thomas und mir alles über den Schreibtisch. Das ist bis heute so. Auch alle Zahlungen, das läuft alles bei Thomas und bei mir. Ob das Nachzahlungen sind, Vorauszahlungen, Gespräche mit normale Steuern, Rechnungen von Handwerkern. Alles läuft bei uns noch über den Schreibtisch. Ach, also das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also ich meine, da wird doch normalerweise jeder sagen, ja, dafür hat man doch einen Manager, die machen das doch alles. Naja, aber ich habe jeden Tag oder fast jeden zweiten Tag absolut meine Kontostände drauf. Und da lasse ich auch niemanden ran. Und das hat man schon oft, ohne jetzt per se eine Pauschalunterstellung zu machen. Aber man hat ja schon von einigen Künstlern gehört, die halt eben ausgenutzt wurden. Und oft hört man das von amerikanischen Künstlern, die halt eben vertraut haben nach dem Motto, oh, ich verdiene ja Geld. Ich weiß jetzt, ich kann jetzt so eine kleine Geschichte, Anekdote, die ich nicht selbst erlebt habe, sondern die ich nachgelesen habe, in einem Buch von Barry Manilow, zu dem ich auch eine besondere Beziehung habe. Also jetzt als in Footprints, in Anführungszeichen, Fan, der hatte mal in seiner Biografie geschrieben, dass er einfach irgendwann wollte er ein Haus kaufen in Palm Springs und hat seinem Manager gesagt, er soll sich drum kümmern, weil er hätte dann ein tolles Millionenobjekt gesehen und es waren irgendwie noch $100.000 auf dem Konto. So. Und das kann passieren, wenn du dich nicht kümmerst. Und wenn du dich kümmerst und wenn du die Zahlen im Blick hast, dann passiert dir das nicht. Und dann, weil ich habe auch immer komplett den Zahlungsplan mit meinem Steuerberater und Vermögensverwalter. Geht alles über meinen Schreibtisch. Und sitzen da auch brav bei den Besprechungen regelmäßig? Und wenn ich nicht da bin, dann muss es halt eben Claudia führen. Ist ja logisch, weil es gibt manchmal Termine, die eingehalten werden müssen. Finde ich spannend. Das wissen wahrscheinlich die wenigsten, ne? Dass man also es nutzt auch nichts, alleine nur ein guter Künstler und Sänger zu sein, sondern man muss auch ein guter Kaufmann sein. Das ist so. Ja, es ist einfach so. Es ist so. Und dazu ist natürlich, und deshalb bin ich total happy, dass ich 7 Jahre dazu noch ein eigenes Unternehmen hatte, einen Online-Shop, wo ich also auch Premium-Futter oder eben auch hochwertige Hundebetten und also wirklich tolle Sachen. Ich bezeichne mich immer gerne oder habe mich gerne als das Ralph Lauren für Hunde bezeichnet. Darüber kam ich von der Ästhetik, also und von der Nachhaltigkeit. Aber sehr schick. War schön. Es war eine tolle Zeit, aber ich habe in der Zeit eben sehr viel über Social Media kennengelernt und Webseitenoptimierung, Online-Shop-Optimierung. Und das ist eben das, was ich eben heute auch mitbringe für die Social-Media-Arbeiten. Und auch da, also wir haben nicht nur eine Sekretärin, mein Mann sozusagen, sondern, also nicht mit mir, sondern wir haben noch eine weitere Sekretärin. Aber auch ich habe eine weitere Mitarbeiterin mitgenommen,
die mit mir die Social-Media-Kanäle füllt, beziehungsweise wir haben jetzt ganz neu eine dritte Person, weil man muss sich vorstellen, wir füttern 4 Kanäle, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube und alle Kanäle haben Story, Feed, Interaktionen, Kommunikation, Austausch mit den Fans. Das ist ein Job, der geht rund um die Uhr und wie gesagt, da muss man sich jetzt einfach auch stundenmäßig vorstellen, also Thomas macht den Content und wir besprechen alles mit ihm oder beziehungsweise die Ideen und Thomas ist ja so der One-Taker, aber er muss es im Grunde nach vorne performen, aber das zu schneiden in Reels, hochzuladen zum richtigen Zeitpunkt. Wann ist die Peakzeit? Man muss die Statistiken gucken, die Zielgruppen, wer schaut. Also es ist ein ganz, ganz eigenes Geschäftsfeld und trotzdem ist die Sichtbarkeit wichtiger denn je geworden. Und ich glaube, alle die Thomas Anders beobachtet haben festgestellt, wie sichtbar Thomas Anders geworden ist. Er war immer weltweit unterwegs, aber in Deutschland haben doch viele Leute erst mit Social Media mitbekommen, wo du eigentlich überall und in welchen Menschenmengen, vor welchen Menschenmengen du auftrittst, was eigentlich schon seit Jahren der Fall war. Und durch Social Media konnte man das transportieren und das ist einfach so ein Feld, wo ich einfach sage, finde ich auch toll, also finde ich spannend. Ich liebe sowieso Marketing und darf mich da sowieso einbringen und das ist so ein Feld, wo ich aber jetzt auch sage, okay, mein Know-how ist jetzt schon wieder in der nächsten Stufe. Ich brauche jetzt schon Unterstützung oder wir jetzt. Wir haben einen ganz tollen neuen Mitarbeiter, ich werde nicht müde, den zu loben, weil der einfach wieder ganz neue Content-Ideen hat, wo ich sagen muss, hier Leute, das nächste Stufe, ne? Da bin ich selbst raus, aber finde ich toll. Also man muss sich immer weiterentwickeln und Thomas macht einfach ganz, ganz toll mit, weil er das eben auch für sich in der Entwicklung genauso wichtig findet. Aber wie hat sich das denn aber auch verändert ich meine, Thomas Anders dem Thomas ist die Familie wichtig, das weiß ich ja auch selbst und verbringt gerne intensiv auch Zeit mit der Familie, gerade Weihnachten und Ostern und Geburtstage sind für ihn absolut heilig. Aber er ist ja schon viel unterwegs. Jetzt hat er ja dann nochmal angefangen, hier Thomas Anders Sings Modern Talking, wo diese ganzen Alben, die da jetzt veröffentlicht werden. Er ist 60 geworden, ne? Mittlerweile ist auch wieder ein bisschen Zeit vergangen. Was sagt denn da die Frau, die auch auf ihn aufpasst und die nach ihm guckt, dass es dem Künstler gut geht? Gab es da Diskussionen oder hast du gesagt, okay, komm, mach das halt? Da muss ja jeder mitziehen. Ja, also es ist nicht so, als dass ich nicht drauf schaue, beziehungsweise ich achte extrem drauf, dass er natürlich auch seine Mikronährstoffe bekommt oder ausreichend Schlaf. Es gibt ganz oft die Diskussion auch, wo ich sage, wollen wir nächstes Jahr es nicht ein bisschen ruhiger angehen lassen? Das ist absolut der Fall. Aber ich habe nun die Wellenbewegung auch mitbekommen bei Thomas. Und ich glaube, dass das nicht immer so einfach ist, die Bremse zu ziehen. Aber ich glaube, das ist der Vorteil am Älterwerden, dass wir einfach auch die Momente erkennen, wo wir mal sagen können, so, und jetzt sind wir mal 2 Tage im Schwarzwald. Oder so, also so bodenständig sich das anhört, aber da ist halt eben keine Branche, da ist halt Natur. Der Hund kommt mit und da fahren wir auch komplett runter. Ja, es muss auch nicht immer Ibiza sein. Natürlich ist auch auf Ibiza die Möglichkeit zu entspannen. Und Thomas bloggt inzwischen auch viel, viel mehr Auszeiten. Ich poste das ehrlicherweise nicht mehr aus Sicherheitsgründen. Deshalb kommt einem vielleicht das manchmal so vor, ist da auch noch Zeit für Privates? Ja, aber wir kommunizieren das aus Sicherheitsgründen nicht. Also es ist Folgendes, dass wir sehr, sehr viele Sachen vorproduzieren. Ja, also werden Dinge gemacht, die im Vorfeld weil wir wissen, die und die Kampagne läuft und das Ganze wird dann im Grunde vorproduziert und kommt natürlich gezielt zur Kampagne. Und deshalb haben einige natürlich das Gefühl, der arbeitet ja 24 Stunden. Wenn das ist aber dann schon 3, 4, 5 Wochen vorher gemacht worden. Und zum Beispiel, ich habe jetzt letzte Woche halt eben die Videos, die jetzt kommen von den kommenden 3 Alben, da werden halt eben an einem Tag die 3 Videos gedreht.
Und es kommt dann natürlich immer in einem Abstand von 6 Wochen, kommt dann die neue Single und noch wieder was Neues. Aber das ist dann eine harte Zeit, da wird sehr, sehr viel dran gearbeitet. Aber dann sind wieder ein paar Tage frei. Es ist jetzt nicht so der Punkt, dass also die visuelle, das, wie man es sieht, wie man es empfindet, ist viel intensiver als so, wie es gearbeitet wird. Obwohl ich viel arbeite. Aber es kommt halt eben geballt. Und wenn dann natürlich 3 Leute, wie bei mir, für Social Content sorgen und immer andere Schnitte machen, und man erscheint da und da und da, ich nehme das ja dann nicht nochmal neu auf. Das wird dann anders geschnitten, das kriegt einen anderen Touch. Ja, aber es ist wirklich ein Team. Es sind Pausen da. Und das ist, glaube ich, auch die große Überschrift. Jetzt auch, sage ich mal, um in unserem Alter gesund zu bleiben. Da ist was dran. Also wir machen beide inzwischen Yoga und gehen auch zu Personal Training. Natürlich fallen Stunden schon mal aus, aber wir essen sehr, sehr gesund und wir achten wirklich auf Pausen. Also auch im neuen Jahr gibt es tatsächlich auch schon wieder neue Slots, wo ich einfach sage, bitte blocke da auch eine Zeit für uns, gerade im Frühjahr, wo wir einfach auch wieder detoxen, entgiften. Das ist so ein bisschen in letzter Zeit oder die letzten 2 Jahre überschrieben worden mit Termin oder nur das letzte Jahr, sonst sind wir eigentlich das immer letzte Jahr war es eigentlich. regelmäßig im Lauf, weil das sind ja auch solche, also ich denke, diese ganzen Flüge, Menschen, Begegnungen, Energien, die müssen auch mal entladen werden, ganz bestimmt sogar. Hättest du denn früher, damals, so in den Anfängen, so die ersten paar Jahre, wo du mit ihm verheiratet warst, hättest du denn dir wirklich erträumt oder gedacht, dass das auch so lange hält, wie jetzt diese 25 Jahre? Ich meine, man könnte ja auch sagen, du bist ja nicht die erste Frau. Ja, da hätte man ja vielleicht schon mal irgendwie Zweifel haben können. Du weißt doch, es ist doch nicht wichtig, die Erste zu sein, sondern die Letzte zu bleiben. Kurzilein. Ich lerne noch, noch, weißt du? Na, ich habe mir überhaupt nichts gedacht. Ich finde, alles, was sich gut anfühlt, ich mache einfach oder wir machen einfach. Es fühlt sich gut an und es ist einfach, es fühlt sich gut an, Punkt. Aber es gibt da keinen Plan oder so. Es gibt wirklich nur, jetzt so altersbedingt oder beziehungsweise je reifer man wird. Ich finde, Thomas reift ja auch sehr gut. Als Ja. Das Irgendwann fault. Nee. Und ich sag euch was, ich meine das mit allem Respekt, aber ich werde nicht aus ihm Jopi Hesters machen. Also das haben wir nicht vor. Irgendwann muss da auch Stopp sein und auch eine Ehrlichkeit zu sagen, okay, es hat alles seine Zeit und dann ist auch irgendwann Respekt vor dem Alter angesagt oder dass man einfach sagt, okay, jetzt muss auch mal gut sein. Ich hoffe, dass er da auf mich hört oder auch auf die Freunde, die dann sagen, es war eine schöne Zeit, aber jetzt ist gut. Komm, da sind wir doch noch weit von entfernt. Der ist doch gerade in der absoluten Hochphase, der Junge hier, der junge Hüpfer. Aber ich passe schon auf. Also ich passe schon auf. Er passt zwar auf sich selbst auf, aber er ist auch schon sehr, Thomas ist ja so ein Typ, der zieht ja alles durch. Der ist so diszipliniert. Das ist schon, ich weiß nicht, ob das Leben ihn oder die vielen Reisen ihn so diszipliniert gemacht haben, aber das ist schon bewundernswert oder beziehungsweise beachtlich, was er rockt. Aber ich fühl's immer an oder ich fühl's als Partnerin schon immer an noch. Und es ist ein Thema, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oje, oh wei, sondern so wie Thomas sagt, nach einer heftigen Zeit sage ich immer so, wann sind wir denn wieder auf Ibiza? Oder schau doch mal nach einem Slot und dann düst er auch mit mir nach Ibiza. Und dann gibt's dann natürlich noch mal so den einen oder den anderen Tag, wo dann natürlich wieder mit Anwälten oder irgendwelche Vorbereitungen mit dem Produzenten oder Presseinterviews gegeben werden. Aber das machen wir morgens und dann machen wir nachmittags das Handy aus und legen uns dann auch ganz, ganz ruhig an den Pool und genießen einfach nur. Ganz diszipliniert. Ja, aber ihr seid ja jetzt in dieser gereiften Ehe, habt ihr ja plötzlich auch wieder viel mehr Zeit füreinander. Wir hatten ja auch, also da haben wir ja auch drüber berichtet, als der Alexander, euer Sohn, ausgezogen ist von daheim. Das ist ja jetzt auch schon wieder ein Jahr her, glaube ich, oder? Oder noch das länger? Sind jetzt
2 oder 3? Zweieinhalb würde ich sagen. Nee, im ja, September, das ist im zwei. September Was? ausgezogen. Ja, das sind 2 Jahre. Ja. Ja, das sind 2 Jahre im September. Also habt ihr euch ja auch schon schnell dran gewöhnt, ne, Claudia? So Oh komm, sturmfreie Bude. es war erstmal, ich war so traurig. Oh, dieses Zimmer, das war schon eine traurige Geschichte, aber er ist ja oft da. Also er arbeitet ja hier in der Gegend und lebt in der Gegend. Von daher ist alles gut. Und der Junge muss ja auch seine Flügel jetzt benutzen, die wir gepflegt haben. Aber alles andere wäre ja schrecklich. Aber ich weiß, wo du drauf hinaus möchtest. Ich koche immer noch sehr gerne, auch alleine für meine Sehr Frau. gerne. Und du möchtest natürlich wissen, genau, wie sich Freiheit anfühlt zu Hause für uns. Ja, Also ich meine, ihr habt ja ein großes Haus. Also ich würde sagen, an der Stelle überlasse ich das Kopfkino den Zuhörern. Oder? Ja. Ja, gut, das ist Aber okay, vollkommen- ich gebe euch ein bisschen Futter, komm. Also was haben wir in der Bild-Zeitung jetzt gerade gesagt? Manchmal braucht's auch schon mal andere Schlafzimmer. Es ist nicht immer das Schlafzimmer zu Hause. Manchmal muss man sich natürlich auch nach 25 Jahren auch schon mal Tapetenwechsel gönnen. Ja, das ist doch super. Also, Auch ich mein, wenn das Schlafzimmer leer ist oder das deshalb Haus. wird bei uns immer oft tapeziert. Ja. Ist billiger, ne? Oder? Billiger. Aber gibt es denn für dich, also innerhalb dieser 25 Jahren, gibt es da für dich ein absolutes Highlight, was dir in Erinnerung geblieben ist? Vielleicht ein Moment oder etwas, was für dich diese Ehe ganz besonders gemacht hat? Gut, ich würde jetzt wahrscheinlich sagen, klar, die Geburt eures gemeinsamen Sohnes, das ist natürlich ein absolutes Highlight. Das kennt jeder, der Kinder hat, dieses Gefühl. Aber gab es da was in der Zeit, wo du sagst, also das war für mich so ein Schlüsselmoment, der mir sehr viel bedeutet hat? Also tatsächlich ist die Geburt, die ist, würde ich sagen, da kommt überhaupt nichts dran. Also unsere Hochzeit damals ist, weil ich jetzt wieder die ganzen Bilder sehe, das war für mich auch bis heute ein Highlight, weil es wahnsinnig romantisch war. Aber ich glaube, es sind heute doch eher die Momente, wo du deinen Mann von der Seite anschaust, so in einer bestimmten Lebenssituation, die vielleicht schwierig ist. Und dein Mann das vielleicht so löst, dass es für die Familie gut ausgeht oder für die Partnerschaften. Das sind so die Momente, wo du doch deinen Partner von der Seite anschaust und wahnsinnig stolz bist, dass es dein Partner ist oder dass du sein Partner sein darfst, weil er die Situation vielleicht einfach toll und in deinem Sinne gelöst hat. Das sind für mich immer wieder Highlights, dass Thomas da einfach in meinem Sinne agiert, immer noch und nicht egoistisch, sondern das tut, was für die Ehe gut ist. Und da ist er nie müde geworden. Und das sind für mich eigentlich die Highlights, weil wir kennen uns natürlich in- und auswendig. Ich habe die größten Hallen mit ihm bereist, unglaubliche Länder gesehen, aber es liegt jetzt, würde ich sagen, in den kleinen Momenten, wo man ihn anschaut oder ich ihn anschaue und sage, coole Socke oder toller Mann oder ich liebe den einfach. Punkt. Ja? Da kann ich nichts dazu sagen. Das ist alles top. Aber es sind doch die kleinen Dinge im Leben. Es ist doch nicht mehr dieses große Kino, das Feuerwerk. Es gibt doch auch nicht pausenlos in 25 Jahren Feuerwerk. Ich meine, das muss mir keiner erzählen. Die Feuerwerke muss man sich dann auch schaffen. Aber es sind die Momentaufnahmen, die Highlights dann. Aber man muss sie bewusst wahrnehmen. Wenn man natürlich wie so blind durchgeht, dann, das ist natürlich, selbst schuld, würde ich sagen. Die Reflexion muss man haben. Jetzt hätte ich nur eine Frage, die man wahrscheinlich, also eigentlich so nicht stellt, aber ich mache es natürlich trotzdem. Natürlich. Ich werde ja nicht Kurzilein, wenn du das nicht fragen willst. Hau raus. Du bist ja, ich meine, du bist die Frau eines Promis. Und ich denke schon, dass man als Frau eines Promis da natürlich schon einen besonderen Druck auch hat, gut auszusehen. Da will man ja eigentlich nicht älter werden. Da muss man ja trotzdem auch fotogen sein. Da muss man mithalten können, weil der Mann wird ja von so vielen Frauen auch bejubelt und hat unfassbar viele Fans. Und
Ist das nicht auch so ein gewisser Druck, den du dann hast, oder wo du dir schon gesagt hast, oh Mist, also wahrscheinlich jetzt muss ich mal wieder nach meiner Figur gucken oder ich muss da gucken, dass er gut aussieht, muss ich jetzt hier zum Beauty Doc, muss ich damit schon anfangen? Du willst mir doch nicht erzählen wollen, dass du nicht solche Gedanken schon hin und wieder mal hattest. Naja, also ich würde sagen, es fängt ja mal ein Stück weit vorher bei so einer gewissen Selbstliebe auch an. Und wenn ich mich mag, dann mag ich ja auch meinen Mann. Also ich würde mich jetzt nicht für meinen Mann unters Messer legen. Aber natürlich pflege ich mich sehr und habe auch einen Spiegel und sehe natürlich auch Veränderungen. Und sobald wenn ich eine Veränderung bemerke oder merke, oh, du hast zugenommen, klar gehe ich dann aufs Laufband. Klar lasse ich mich dann trainieren oder trainiere oder verzichte dann auch mal auf die Tüte Chips oder das Stück Kuchen. Aber erstmal würde ich sagen, mache ich das auch für mich, damit ich mich wohlfühle. Weil wenn ich mich wohlfühle, fühlt sich mein Umfeld auch wohl. Das ist so. Nur für Thomas alleine, wenn ich mit ihm ausgehe auf den roten Teppich, dann würde ich schon sagen, oder die Kleiderwahl, da überlege ich schon, welches Kleid trägst du? Was könnte Thomas jetzt gefallen? Oder ich liebe zum Beispiel ab und an roten Lippenstift. Aber wenn ich mit meinem Mann zusammen bin, er hasst roten Lippenstift an mir. Also verzichte ich auf roten Lippenstift, ja, auf dem Red Carpet oder zu Hause. Anyway, aber den Druck spüre ich. Dadurch würde ich sagen, dass ich mich sehr natürlich am liebsten mag. Bin ich jetzt, also natürlich habe ich hier und da auch schon mal gemogelt, ich nenne es so, um mich ein bisschen frisch zu machen, aber ich achte immer sehr darauf, dass sich mein Gesicht nicht verändert, sondern dass eher Kollagenzellen angeschubst werden, als Haut geschnitten wird. Also von daher, ich versuche in Würde zu altern, aber ich gebe mich diesem Druck auf Instagram oder überhaupt in unserer Gesellschaft, dem gebe ich mich nicht her. Also ich möchte in Würde altern, aber da dürfen schon Falten dabei sein, aber gepflegte Falten. Thomas, du bist ja gewohnt, dass es immer um dich geht, ja, wissen wir ja, weil du der Superstar bist. Ja, ich habe mich heute mal zurückgehalten. Nein, ich habe mich heute zurückgehalten. Ich hab's verstanden. Wir haben dich jetzt mal kurz aufs Abstellgleis gestellt, um Claudia auch mal so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, mal aus dem Schatten von dir hervorzutreten. Aber ich finde, Claudia hat es doch auch mal verdient, dass du auch mal jetzt sagen kannst, so von den 25 Jahren, was du an deiner Frau in dieser Zeit gelernt hast und was du an ihr besonders schätzt. Das ist natürlich schwer zu sagen jetzt innerhalb von ein paar Sätzen, ja. Aber trotzdem, es ist so, du hast deinen Podcast, du hast ganz viel Zeit. Ich habe ganz viel Zeit. Okay, dieser Podcast ist der längste meines Lebens, der dauert ungefähr Das hört man ja nicht so oft, 25 Stunden. Nein, ich habe eine ganz tolle Frau, eine liebenswerte Frau mit einem riesengroßen Herz, die alles für mich und ihre Familie tut und wo ich mich fallen lassen kann und wo ich sicher sein kann in allem, was ich tue. Es gibt keine einzige Millisekunde, wo ich denke, dass Claudia irgendetwas tun würde, was mich oder unsere Beziehung in irgendeiner Weise schadet. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz großes intensives Vertrauen, dass man weiß, oder wenn man es jetzt beschreiben müsste, wenn ich von einem Turm springen würde, wüsste ich, dass sie mich auffängt. Also ich hätte nicht persönlich, aber ich hätte auf jeden Fall die Feuerwehr von 5 Ortschaften zusammen mobilisiert. Natürlich. Das ist auf jeden Fall ordentlich Netz unten. Natürlich, und ein dickes Netz und Fünffachnetz. alles gut, dass nichts passiert. Aber die Claudia hat es eben so ein bisschen angedeutet, was wirklich ist, und das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass ich sie jetzt mal diesen Menschen, ist nicht unbedingt meine Frau, aber diesen Menschen in eine Lebenssituation gebracht habe, weil ich habe ja ihr Leben, im Grunde ihren Lauf, vielleicht Dinge, wie sie sich ihr Leben vorgestellt hat, extremst beeinflusst durch meinen Job. Nochmal, ich habe immer gesagt, ich will in die Medien und ich will halt eben auf die Bühne.
Aber es ist nun ein Mensch, der das vielleicht gar nicht wollte, der es aber mir zuliebe gemacht hat und daran gewachsen ist und jetzt auch genau weiß, wie sie sich darin zu verhalten hat. Also da ist sie Profi geworden und das war Learning by Doing. Ich arbeite auch sehr gerne mit den Medien, weil ich natürlich auch weiß, die Medien brauchen Futter und wir brauchen die Promotion. Das ist für mich ein Win-Win. Aber das ist jetzt die berufliche Ausrichtung. Aber es geht mir viel mehr um die menschliche. Und ich glaube, dass oft Ehen von Prominenten einfach nicht funktionieren, weil wenn man sich eine normale Person, bitte nicht falsch verstehen, wenn man sich also eine Person nimmt, die nicht aus dem Showbusiness kommt, dass die einfach das nicht verinnerlichen, nicht begreifen, nicht erkennen, nicht umsetzen können. Und das hat Claudia mit Bravour gelernt. Also meinst, ich bin schon ein bisschen intelligent auch. Das hat nichts mit Intelligenz. Oh, alle Männer da draußen, die zuhören, wisst ihr, wie schwer ich es hab? Nein. Also ich weiß, was er meint, Claudia. Ich habe es verstanden. Er will einfach sagen, ja, dass du dich quasi da branchenfremd ja in diese Höhle begeben hast und dass du daran auch gewachsen bist und dass du ihm zuliebe natürlich auch sie hat, nochmal, das meine ich ganz ernst. Sie hat ihr Leben meinem komplett angepasst. Natürlich hat sie ihren Part und sie hat auch für sich einen Teil rausgenommen. Also sie hat sich jetzt nicht aufgegeben. Das meine ich nicht. Ja. Dafür ist sie gar nicht der Typ. Aber sie hat ihr Leben komplett nach meiner Berufung. Naja, nach deinem Schedule, sag's schon. Nein, nicht nach dem Kalender. Also, das gehört dazu. Aber das würde ich sagen, ist ja der Schwerpunkt auch. Also das ist vielleicht das Einzige, wo ich sagen würde, mal so ein regulärer Rhythmus wäre ab das ist und doch langweilig. Schön. Aber wenn du natürlich, wenn du immer einen regulären Rhythmus hast, sehnst du dich vielleicht mal nach einem Popstar-Rhythmus. Aber es ist zuweilen schon anstrengend. Aber gut, was ist schon einfach im Leben? Aber es ist ja wirklich so, also für alle, die uns hier zuhören, ich kann das ja bestätigen, bei Familie Anders wird's einem nie langweilig. Da ist immer was los bei denen. Ne? Die beiden sind ja auch schon ein bisschen verrückt, ja, muss man wahrscheinlich auch sein, wenn man in dieser Branche ist, ja, um da irgendwie klarzukommen. Aber da ist ja auch immer bei Ihnen zu Hause Tag der offenen Tür, da ist immer irgendjemand da, irgendwas gibt es zu besprechen oder der Handwerker oder wer auch immer. Und, oder Mitarbeiter oder Projekte, aber auch wie ihr miteinander umgeht, ne? Also so, das ist ja alles so Hand in Hand, aber es gibt mit Sicherheit auch Momente, wo ihr euch mal zofft. Das ist ja, also ich meine, es wäre jetzt gelogen, wenn es sowas ist ja überall so. Klar, logisch. Aber das habe ich schon mal in Interviews gesagt. Es ist in der Tat so, wir hatten ja nun unsere Pandemie, wir hatten nun Corona. Und in Zeiten des Lockdowns, also wo man nicht raus durfte und wo alle aufeinander gesessen haben, in der Tat, wir haben uns keine einzige Sekunde gestritten. Und das hat mir zu denken gegeben. Ich bin ja so jemand, der immer gerne Dinge hinterfragt. Ich kenne auch Beziehungen, die dann auseinandergegangen sind. Das kennst du wahrscheinlich auch, Kunzi. Ja, genau. So, ich fragte mich, okay, das ist ja schon, für mich ist es bemerkenswert. Für andere vielleicht nicht, ist es normal. Für mich ist es bemerkenswert, dass bei uns keine einzige Sekunde ein böses Wort da war. Und ich habe insoweit meine Gedanken und mein Denken über einen Streit, über Streits in der Ehe insoweit für mich jetzt definiert. Es liegt immer am Äußeren. Es liegt am Tagesstress. Es liegt an Situationen, an Wünschen, die nicht erfüllt werden. Und das meine ich jetzt gar nicht innerhalb der Partnerschaft, sondern von außen, dass man plötzlich Zeitstress hat. Den hatte man bei Corona nicht. Oh, war herrlich, oder? Ja. Ohne also man hatte keinen Zeitdruck. Es gab überhaupt, und das kommt immer, oder eigentlich kommt es immer von außen. Es kommt von außen, wenn ich halt eben stressige Mails bekomme oder
noch irgendetwas abarbeiten muss und weiß, ich muss, Zeitdruck, wenn am es ist nächsten Zeitdruck. Morgen muss ich dann früh raus und ich muss noch packen und ich habe gar keine Bock zu packen. Und dann fragt Claudia mich irgendetwas und dann sagt ich kann jetzt nicht, ich will jetzt nicht. Oder genau umgekehrt, dass sie halt eben, wenn sie in Gedankengängen ist, wo ich sage, entschuldige bitte, was sollen wir denn heute Abend essen? Das ist mir jetzt mal vollkommen egal, weil ich muss das und das abarbeiten. Das war natürlich bei Corona nicht, aber das zeigt mir, dass man sich immer top versteht und man muss, und da bemühe ich mich halt eben mit dieser Erkenntnis, dass ich sage, okay, außen bleibt außen und wenn Claudia, und ich hoffe, dass es bei mir genauso ist, wenn man dann mal etwas zu harsch und zu hart reagiert, nichts drauf gibt, Ei drüber, der hat jetzt Stress und alles gut. Ja, das wir meinte sind- eigentlich gar nicht so. Wir sind nicht nachtragend, also weil es eben nicht an die Essenz geht. Aber wenn es mal richtig knallt oder so, dann versuchen wir auch nie mit Streit ins Bett zu gehen. Also es muss immer vorher irgendwie geklärt sein, weil zerstritten im Bett liegen ist immer Shit. Also das sollte man nicht tun. Ja, machen wir auch so. Das Ja. war immer oberste Priorität, auch Ja. mit den Kindern ist auch so. Ja. Da muss immer vertragen Genau. sein. Ne? Am nächsten Morgen wird wieder alles gut sein und So ist dann es. verträgt man sich zum Schlafen gehen. Aber ich finde das eine sehr interessante Sichtweise von dir, Thomas. Also das heißt ja mit anderen Worten, ja, ne, ihr habt euch gesucht und gefunden und ihr passt wunderbar zusammen, könnt wunderbar miteinander, nebeneinander, miteinander leben. Aber wenn was von außen kommt, ja, ich habe zu meiner Frau letztens auch gesagt, ist dir mal aufgefallen, wenn wir uns streiten, es geht immer nur um die Kinder, Ja. was die Ja. machen oder wie auch immer. Es geht, ne, also nichts, was zwischen uns ist, wie du sagst, es sind äußere Umstände. Ja. Ja. Auch Korsetts, in Und- die man einfach gepresst wird vielleicht, ne? In die man sich gar nicht pressen lassen möchte, auch mit Kindern oder Ähnliches, ne? Wo auch so ein Druck von außen kommt, wo man einfach sagt, eigentlich passt das weder in mein Erziehungs- oder Familienkonzept, noch will ich das eigentlich. Ja, Aber man genau. muss Augen zu und durch, ne? Ja. Ja, so die nächsten 25 Jahre, was habt ihr da noch vor? Habt ihr noch große Pläne? Ich meine, das wir Gemeinsame, gucken schon ich mal, meine jetzt nicht die wir gucken schon mal nach einer Altersresidenz irgendwie. Also wir haben Gott sei Dank noch gemeinsame Träume, aber die behalten wir natürlich für uns, weil wenn man die schon kommuniziert, dann sind es keine Träume mehr. Aber Ideen und Pläne haben wir tatsächlich. Und vielleicht noch ein zweites... Kein Kind. Ein Hund. Nein, keine Ahnung. War ein Scherz. Ich möchte immer... Nein, das wäre jetzt ein bisschen spät. Aber nein, manchmal hätte ich tatsächlich gerne, wenn Thomas unterwegs ist, könnte ich mir schon vorstellen, noch einen zweiten Hund. Aber das ist, bei der Reiserei ist das schon schwierig. Nee, wir haben immer noch mal Ideen, wo wir vielleicht noch mal einen Zweitwohnsitz uns vielleicht... Drittwohnsitz? Nee, auf keinen Fall, das tue ich mir nicht an. Also dann wird irgendwas aufgelöst. Nee, aber wir könnten uns schon vorstellen, es ist ja sehr, sehr viel los auch in Deutschland und wir versuchen immer positiv zu bleiben, aber wir haben schon auch gute und tiefe Gespräche, wo man schon auch überlegt, wo geht das hier hin? Wir sind ja auch Unternehmer oder ein Unternehmerpaar und als Unternehmer hinterfragt man schon auch, was hier so passiert gerade in Deutschland. Und das ist natürlich jetzt auch ein ganz anderes Thema. Aber da sind schon Überlegungen, wo man auch sagt, Mensch, tut doch auch mal was, dass es für Unternehmer attraktiv bleibt, hier zu bleiben. Und all diese Beschwerlichkeiten auch, dass wir die weiter auf uns nehmen, um hier weiter die Steuern zu zahlen. Und das vermisse ich momentan sehr in unserem Land. Ja, das Thema Wirtschaft ist irgendwie ausgeklammert. Es findet auch nie in den Wahlkämpfen statt. Es hat es auch wieder nicht geschafft. Es wird auch wieder nichts für die Wirtschaft so richtig getan. Das ist aber, wie du schon sagst, ein anderes Thema. Ganz anderes Thema. Wir tun ja was für die Wirtschaft. Also sagen wir mal so, ich glaube, Herr Merz in der Koalition wird keine silberne Hochzeit erleben. Nein, das glaube ich auch nicht. Und wahrscheinlich noch nicht mal ganze 4 Jahre. Das Aber hoffen mal wir gucken. bitte nicht. Ja. Doch, ich glaube an eine zweite Legislaturperiode, bitte. Weil ich glaube, in der ersten kriegt er nicht so viel realisiert. Ich baue auf die zweite.
Ich hoffe, dass er es schafft. Also dann gehe ich doch lieber wieder zu meinem Dekan oder zu meinem Pfarrer in die Kirche und gehe beten. Ich glaube, das bringt mehr als an sowas zu glauben. Okay, anderes Thema. Cut. Ja, viel mehr Themen haben wir ja auch gar nicht. Also ich meine, das ist ja das Thema allein hier 25 Jahre Thomas und Claudia Weidung anders. Das ist ja ein Riesenjubiläum. Ich meine, du bist nur noch mal ein Jubiläum feiern, ne? Runder Geburtstag, 40 Jahre Modern Talking, jetzt 25 Jahre Claudia und Thomas. Was ist das nächste Jubiläum, was ansteht? Ja, wenn man älter wird, dann hat man schon einiges zu feiern. Ne? Aber ich weiß gar nicht, was steht denn an? Jetzt müsste ich echt mal überlegen. Nein. Ich glaube, jetzt atmen wir mal bald. Also Genau. einfach mal durchatmen, würde ich sagen. Also nächstes Jahr kommt ja die Tour. Da gibt's ja jetzt auch schon quasi die Thomas Anders Sings Modern Talking Tourankündigung. Und danach, ich glaube, wird es Also mal ein bisschen ruhiger. im nächsten Jahr kommt auf jeden Fall kein Album von mir. Das habe ich entschieden, da wird's wirklich ruhiger. Ich mache im nächsten Jahr meine Shows weil es ist wirklich, das hatte ich beim letzten Mal auch schon im Podcast gesagt, es ist echt anstrengend, halt eben diese 6 Alben durchzuziehen. Mit Promotion, mit also noch nicht alleine für mich, aber trotzdem, ich muss für jedes Mal immer für Social Media neu filmen. Und man hat's gerade abgedreht und dann kommt schon wieder das nächste. Und das Produzieren für Christian, man kommt fast kaum hinterher. Der aber übrigens wahnsinnig tolle Ideen hat. Das muss man hier auch mal an der Stelle sagen. Also die KI, Thomas Anders, der junge Thomas Anders trifft den heutigen. Also das ist immer wieder schön zu sehen. Mega Idee. Ist Also schon das ist sehr schon toll, das zu emotional. Aber da sehen, kommen wir jetzt mit noch mal etwas drauf, das ich nicht verraten werde. Das müsste man sich angucken. Da kommen wieder okay. tolle neue Dinge. Ja. Natürlich. Gibt's eigentlich noch sowas wie zweite Flitterwochen? Ist sowas geplant da bei euch? So ein bisschen? Also wir gehen tatsächlich jetzt bald nochmal auf Kreuzfahrt. Das haben wir beide uns sozusagen zur Silberhochzeit geschenkt. Zeit und ich war noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff, zumindest nicht ohne Job, ohne dass es irgendwie verbunden wird und also da freue ich mich wahnsinnig drauf. Also ansonsten nein, wir erneuern nicht unser Ehegelübde, weil wir beobachten oder ich beobachte alle die noch mal ein zweites oder ein drittes Mal Ja sagen. So ganz plakativ, da habe ich immer das Gefühl, die müssen sich das selber noch mal beweisen oder oft geht's danach in die Hose. Deshalb, nee, wir machen einfach. Einfach mal machen und es muss sich gut weiter anfühlen. Punkt, oder? Ja, also ich Darum finde, das fühlt geht's. sich auch gut an, wenn man euch so hört und so, ne, ihr zwei Süßen. Also da ist ja wirklich, also ihr seid ja Zucker und dann geht das die nächsten 25 Jahre auch so weiter, gell? Ja, natürlich. Ich glaube, die Rechnung. Am Ende gibt er wieder alles, der Kunzi. Na, aber Ja, Kunzi, und wenn ihr noch ein zweites Kind wollt, ne, also Du wie trägst es gesagt, aus. ihr könnt mich gerne Du trägst es adoptieren, aus. kein Problem. Ich dachte, du trägst es aus für uns. Ja, Wir hätten eine Zeile, auf jeden Fall, überm Bruch, bei der Bild. ich brüte Und- schon seit vielen Jahren. Nein. Aber ich muss jetzt mal eine Lanze für dich brechen, Kunzilein. Das macht so viel Spaß. Und was ja auch keiner weiß, ich bin ja auch immer im Hintergrund dabei, meistens jedenfalls, und lach mich immer schlapp, wenn ihr zwei wieder eine Podcast-Folge aufnehmt. Und ich finde das toll, wie du die Fragen der Fans einfach auch lebst und die Thomas auch unverblümt stellst. Weil das ist das, was diesen Podcast ausmacht. Und wir haben von Anfang an gesagt, so nah wart ihr Thomas Anders noch nie. Und Kunzi, du schaffst es wie kein anderer, so nah an ihm dran zu sein. Das sage ich als Ehefrau mit großem Respekt und großer Freude. Ey, Vielen es Dank, ist liebe so. Ehefrau, die Blumen nehme ich gerne entgegen, Es aber ist dein Schatz so. macht's einem ja auch einfach, indem er ja auch wirklich jede Frage beantwortet. Er lässt ja auch die Nähe zu. Also das müssen wir ja hier Ja, ihm aber auch es zugute halten. sind schon sehr, sehr gute und wichtige Fragen, die vielleicht der eine oder andere Fan beantwortet wissen will. Und da fühlst du dich schon sehr gut rein in die Leute. Das ist schon schön.
Ja, vielen Dank und vielleicht motiviert das ja auch gerade dieses Gespräch mit dir heute wieder ganz viele Fans, um weitere Fragen zu stellen. Die könnt ihr nämlich jederzeit äußern, indem ihr schreibt an podcast@thomas-anders.com und ihr wisst, alle Fragen, die wir veröffentlichen, dafür gibt es dann auch die Original Thomas Anders Modern Talking Podcast Tasse und da freuen wir uns, wenn ihr die uns zuschickt. Wir werden dann auch mal wieder eine Fragerunde machen. Thomas, vielleicht noch ein kurzer Ausblick. Wir haben jetzt Ende Juli. Ja. Was steht noch an bei dir? Naja, es steht für mich auf jeden Fall an die USA und die Kanada-Tour, die geplant ist. Es sind noch Shows dann in Deutschland und der Herbst, der ist auch schon wieder mit Shows gefüllt und es füllt sich auch noch. Es kommen dann wieder einige Sendungen mit Florian und ja, und auf jeden Fall die Vorbereitung für mich für die Tour in der zweiten Märzhälfte in Deutschland. Und ja, es ist jetzt, wir haben Juli, ich finde es so unfassbar. Eigentlich habe ich das Gefühl, stehe ich so Anfang Mai, so wo der Sommer erst jetzt mal richtig Lauf nimmt. Aber Das 4. Album steht in den Startlöchern. das 4. Album, klar, das kommt jetzt direkt ist jetzt Anfang. Countdown. Das kommt jetzt im Grunde the middle of nowhere. Ja, das ist wirklich toll und auch wieder mit einem tollen Video. Das kommt am 8. August, das Album, und dann kommen die weiteren noch. Und ich würde ja sagen, Kunstelein, bei uns ist es ja so, wir haben ja im August immer unsere Sommerpause. Da passiert ja nichts bei uns, aber im September kommen wir garantiert mit ganz vielen News wieder. Und bevor ich dich aber in die Sommerpause entlasse, habe ich direkt schon mal eine Denksportaufgabe. Mach dir mal Gedanken darüber, was wir für Weihnachten machen. Oh ja. Ja. Das stimmt. Stimmt, ja. Also das können wir ja gar nicht mehr toppen. Nein, das haben wir jetzt schon eigentlich zweimal nicht. so. Ja. Also, aber in der Tat irgendwas, ja, vielleicht fällt uns ja was Verrücktes ein. Vielleicht fällt deiner Frau was Verrücktes ein, ja? Ich bin die sicher. hat doch da immer die tollsten Ideen, ja? Ich bin sicher, dass da was kommt. Hör mal, das habt ihr jetzt wieder clever gemacht, aber ich bin leider zu clever, um das nicht zu checken, dass ihr die Nummer gerade auf mich abschiebt. Aber tatsächlich macht es mir Spaß, mir Gedanken zu machen und ja, das ist ein Selbstläufer. Da wird uns irgendwas Verrücktes einfallen. Vielleicht gehen wir in irgendeine Eissporthalle und laufen Schlittschuh mal zum ersten Mal. Bist du wahnsinnig? Mal mit Live-Bildern. Kannst du dich oder mit so. mir absprechen? Ja, Auf gar keinen Fall. dann fällt er hin, bricht sich das Bein und kann nicht mehr auftreten. Und ich muss ihn dann zur Strafe mit dem Rollstuhl auf die Bühne schieben oder so. Irgendwas Nee, das fällt machen wir uns schön ein. nicht. Oder wir gehen auf den Weihnachtsmarkt mal. Irgendwo schön auf dem Weihnachtsmarkt. Nee, wir hatten beim letzten Mal schon Probleme mit den Außenübertragungen. Das ist so ein bisschen schwierig. Nee, wir checken natürlich vorher das WLAN. Auf jeden Fall. Also, du merkst, ihr fällt was Es ein. läuft, es rattert schon hier. Also ich denke, das war eine würdige Folge jetzt vor der Sommerpause und also vielen Dank, liebe Claudia, für deine Offenheit, dass du also dir auch die Zeit genommen hast, hier mit im Podcast aufzutauchen. Ihr seht also hinter den Kulissen, alles wird hier auf den Tisch gelegt. So nah seid ihr Thomas Anders sonst nie wie in diesem Podcast. Vielen, vielen Dank für die Einladung, liebes Kunzilein. Ja, auch an mich bitte. Und natürlich an dich, natürlich. Hallo. Bei dir bedanke ich mich gleich noch persönlich. Schatz. Oh ja, alles klar. Ja, es ist ja Wir haben ja niemand was zu da. Der feiern. Alexander ist ja ausgezogen, wie ihr So. wisst. Okay. Bei Familie Anders Und geht's ich- jetzt rund. und Schatz, was ich- ihr macht, Schatz, ich habe was heute ihr schon macht, wieder ist euch überlassen. tapeziert. Ja? Das ist tapeziert. Ich habe frisch tapeziert. Gottes Willen, ja. Ich weiß Bescheid. Also, vielen Dank. Schöne Sommerferien und wir Eine hören gute uns dann Zeit. wieder im September bei der nächsten Episode Modern Talking einfach anders. Tschüss. Danke. Und danke. ja, nochmal vielen Dank für Zuhören. Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, die Episode war doppelt so lang. Das heißt also, der August ist jetzt direkt mit eingefahren. Also eine schöne Zeit, habt einen tollen Sommer. Egal, wo ihr Urlaub macht, habt wirklich eine tolle Zeit. Kommt gesund zurück, das ist das Wichtigste. Und wir starten dann voller Energie, im Grunde Ende September, in die Herbstsaison. Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao. Ciao. Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.